Koffer von Huggy Wuggy. Den von Lily Love Braids. Wo kam hier gerade so ein Lachen aus diesem Koffer? Den Koffer von Poppy. Den von Kissy Missy Rory Redcape. Der stinkt irgendwie super eklig. Was ist da denn drin? Und den Koffer von Giblet. Das ist mein Lieblingscharakter aus Poppy Playtime Kapitel 5. Wir haben aber auch noch den gruseligsten Poppy Playtime Koffer gekauft, den es gibt. Und das ist der vom Prototypen. Hier müssen super krasse Sachen drin sein. Und hier daneben steht auch das für sein Koffer. Erstmal 10.000 Likes auf diesem Video öffnen dürfen. Das ist uns doch aber egal. Ich würde sagen, sein Koffer. Öffnen wir direkt als erstes. Nein, mein Koffer. Darfst du erst mal 10.000 Likes öffnen. ansonsten komm ich zu dir nach Hause. Oh, ist ja gut, Prototyp. Also gebt jetzt alle mal einen fetten Daumen nach oben, damit wir auch noch in seinen Koffer reinschauen können. Das Ding ist, mit welchem Poppy Playtime Koffer sollen wir starten? Schreibt jetzt direkt euer Lieblingsmonster in die Kommentare. Und mit dem das am meisten geschrieben wird, starten wir dann als erstes. Bitte schreibt alle Kissy Missy in die Kommentare. Sie ist so hübsch, ich bin sie. Hey, das geht nicht, Vogelmann. Kissy Missy ist doch schon mit Huggy Wuggy zusammen. Aber naja, schauen wir direkt mal, für welchen Koffer ihr euch entschieden habt. Und wir fangen an mit dem Koffer von Huggy Wuggy. Oh, der ist auch super gruselig. Und der Koffer ist auch super schwer. Was hat er denn alles in den Urlaub mitgenommen? Aber naja, ich öffne ihn direkt mal. Aber hä, warum sind hier alle Sachen pink? Haben Huggy Wuggy und Kissy Missy etwa ihre Koffer verwechselt? Sieht ganz so aus, hier sind nur Kissy Missys Sachen drin. Das bedeutet, in Kissy Missys Koffer müssen dann Huggy Wuggys Sachen drin sein. Macht Sinn, die beiden sind ja auch ein Liebespaar. Aber naja, schauen wir mal, was Kissy Missy so in den Urlaub mitgenommen hat. Und das hier sieht so aus wie ein Kokosnuss-BH. So, ich habe ihn mal angezogen. Und irgend so ein glitzerndes Kleid. Das sind einfach Kissy Missys Klamotten. Und wir haben sie gerade an. Das ist ja viel zu lustig. Stehen die mir, Freunde, aber naja. Ich sehe hier noch mehr in ihrem Koffer. Boah, das hier oben ist ihr Tagebuch, so wie es aussieht. Boah, wie krass, das bedeutet hier drin stehen ihre ganzen Geheimnisse. Lass uns direkt mal reinschauen und lesen, aber oh nein. Ihr Tagebuch ist abgeschlossen, Freunde. Und wir haben den Schlüssel nicht, um es zu öffnen. Oh Mann, dann können wir da gar nicht reinschauen. Naja, ich stelle ihr Tagebuch mal zur Seite. Und wir schauen, was sie noch so mitgenommen hat. Boah, das hier sieht so aus wie ein Goldbarren. Und hier hinten steht drauf, dass da irgendein Schatz versteckt ist, den wir ausgraben sollen. Boah, wie krass, dann machen wir das direkt mal. Ich hole diesen Goldbarren aus seiner Verpackung raus. Hier ist er. Und wir versuchen direkt mal mit diesem Meisel hier den Schatz daraus auszugraben. Aber wow. Schau mal, mit dem können wir den Goldbarren fast nicht zerstören. Wir brauchen irgendwas Größeres, um den Goldbarren kaputt zu machen. Und ich glaube, ich habe da auch was bei mir in der Schublade. Wo ist es denn? Oh, ja. Wir hauen jetzt einfach mit diesem riesen Hammer auf den Goldbarren drauf. Und dann sollte er in 1000 Teile zerschmettern. Und wir finden raus, was für ein Schatz hier drin ist. Seid ihr bereit, Freunde? Ich hau drauf in 3, 2, 1. Und let's go! Es hat wirklich funktioniert, Freunde. Und wir haben den Goldbarren mit unserem Hammer pulverisiert. Oh, ich sehe darin auch schon unseren Schatz. Und das ist dieser Schlüssel hier. Hey, wofür könnte der denn sein? Ah, ich hab's. Ist es vielleicht der Schlüssel? Für Kissy Missys Tagebuch? Lass uns das direkt mal ausprobieren. Ich steck ihn direkt hier ins Schloss. So, wow, ja. Es hat wirklich funktioniert. Und das Schloss ist offen. Dann können wir jetzt direkt in ihr Tagebuch reinschauen. Und ihre Geheimnisse lesen. Ich schlag direkt mal eine Seite auf. Und wow, hier steht: Liebes Tagebuch, heute habe ich Rory geküsst. Ich hoffe, Huggy Wuggy findet das nicht raus. Oh, schaut mal. Hier ist auch ein Bild, wo sich Kissy Missy und Rory küssen. Sie ist Huggy Wuggy einfach fremd gegangen. Böse Kissy Missy, sowas macht man nicht. Das Ding ist, wow, hier steht noch was anderes. Liebes Tagebuch, heute habe ich aus Versehen im Klassenzimmer gefurzt. Es war so peinlich. Ja, das glaube ich, Freunde. Mir wäre das auch peinlich gewesen. Und wow, hier in ihrem Tagebuch stehen noch so viel mehr Geheimnisse drin. Und wenn ihr wollt, dass ich euch die auch noch vorlese, dann abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Aber naja, tun wir Tagebuch mal zur Seite. Und schauen mal, was hier noch so in ihrem Koffer drin ist. Und boah, was ist das hier denn? Ist das etwa Sonnencreme? Ja, genauer gesagt Huggy Wuggys Sonnencreme. Also die braucht man auf jeden Fall im Urlaub. Lass uns davon direkt mal ein bisschen was in unser Gesicht schmieren, so. Sie sieht auf jeden Fall ganz normal aus. Und oh ja, ist glaube ich ganz normale Sonnencreme. Jetzt kann ich auf jeden Fall keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Das Ding ist, wow, plötzlich kribbelt alles in meinem Gesicht so komisch. Und mir sind gerade einfach ganz viele Haare im Gesicht gewachsen. Ich bin genauso haarig wie Huggy Wuggy geworden. Da hilft nur eins, wir müssen uns die wieder abrasieren. Mit dem Rasierer einmal das ganze Gesicht. Und jetzt sind die ganzen Haare wieder nur noch ein paar hängen in meinem Gesicht. Die Huggy Wuggy Sonnencreme benutzen wir auf jeden Fall nicht nochmal. Das ist eher eine Haarwuchscreme. Aber naja, schauen wir mal, was noch so in seinem Koffer drin ist. Und wow, das hier ist Kissy Missys Sarg. Oh ja, der sieht super krass aus. Und hier oben ist irgendeine goldene Schaufel dran. Sollen wir den Sarg etwa auspacken und darin rumgraben? Ich pack ihn direkt mal aus. Oh, jetzt können wir die goldene Schaufel aus dem Mund von der Schlange hier rausholen. Lass uns Kissy Missys Sarg direkt mal öffnen. Und schauen, wie er von innen aussieht. Und wow, hier drin ist wirklich irgendeine Schicht, durch die wir durchgraben können. Machen wir das direkt mal. Ich steck die Schaufel hier rein. Let's go! Und wow, ja, die oberste Schicht ist zerbrochen. Und wir können sie wegmachen. Und wow, hier drunter ist irgend so ein Sand. Lass uns den mal aus diesem Sarg hier rausholen. Und wow, da drin ist auch irgendwas. Und das ist der Körper von einem kleinen Huggy Wuggy. Oh ja, und hier sind noch mehr Teile in diesem Sarg drin. Hier habe ich noch ein Bein von ihm. Wow, das hier ist ein Arm. Und wow, das sind alles Teile, aus denen wir ihn zusammenbauen können. Machen wir das direkt mal. Das eine Bein kommt hier ran, das andere da. Jetzt müssen nur noch die Arme dran. Und fertig ist unser Mini-Huggy Wuggy. Wie cool, stellen wir ihn mal hier auf den Tisch. Wow, was passiert? Der fängt gerade einfach von alleine an zu laufen. Und wow, er ist gestolpert. Komplett umgefallen.
runtergefallen und in seine Einzelteile zerbrochen. Wie krass, der war einfach ganz kurz lebendig. Wie so ein Zombie, der aus seinem Sarg auferstanden ist. Naja, jetzt ist hier in Huggy Wuggys Koffer noch eine Sache, die ist ja eigentlich von Kissy Missy. Und das ist ihre Handtasche? Und wow, die hat gerade auch angefangen zu leuchten und wow. Schaut mal hier vorne aus der Handtasche. Gerade einfach aus. Solche Seifenblasen raus, wow. Ist ja viel zu krass, das heißt, wenn man mit der in der Stadt rumläuft, hat man einfach voll die coolen Seifenblasen. Das ist die coolste Handtasche, die ich jemals gesehen habe. Aber naja, in Huggy Wuggys Koffer ist jetzt nichts mehr drin, außer diese Kette. Und das bedeutet, wir machen jetzt direkt mit dem nächsten Koffer weiter. Und weil ich den Gestank hier so langsam nicht mehr aushalte, öffnen wir jetzt direkt den von Rory Redcade. Das ist ja Lily Lovebraids Bruder. Das Ding ist, warum stinkt dieser Koffer so? Ist hier etwa seine getragene Unterwäsche drin? Und, ja, ich glaube schon. Ich habe hier gerade seine getragenen Socken entdeckt. Ist ja super eklig. Die kleben schon voll aneinander. Und das ist auf jeden Fall das, was so steht. Die hat er bestimmt einen Monat nicht gewaschen. So lange lasse ich meine Socken auf jeden Fall nicht an. Aber naja, ich kann hier auf jeden Fall noch mehr Sachen drin sehen. Und das ist Rory Redcade's Schleimhöhe. Was soll das denn sein? Hier steht auf jeden Fall drauf, dass man den Schleim auseinanderziehen und dann einen Flummi daraus formen kann, der durch die Gegend hüpft. Ich hole den Schleim direkt mal aus seiner Verpackung raus. So, hier ist er. Und oh ja, man kann ihn wirklich super lang ziehen. Sieht eigentlich nach ganz normalem Schleim aus. Na, formen wir jetzt mal einen Flummi daraus. So, jetzt haben wir eine ganz runde Kugel. Und probieren direkt mal aus, ob er wirklich hüpfen kann. Let's go. Oh ja. Er hüpft hier gerade wirklich durch die Gegend. Wow. Er ist gerade einfach gegen meinen Kopf gesprungen. Jetzt nochmal. Er hüpft einfach immer noch. Ich habe noch nie so lange einen Flummi hüpfen sehen. Oh, hier ist er wieder. Ich habe ihn gerade einfach gefangen. Freunde, wenn ihr auch Rorys Flummi haben wollt, dann gebt jetzt mal einen Daumen nach oben. Holen wir direkt mal die nächste Sache aus Rory Redcade. Komm mal raus und wow. Ich habe hier ein T-Shirt von ihm. Und da sind einfach Muskeln drauf gedruckt. Trägt er das vielleicht? Um Mädchen zu beeindrucken? Ja, so sieht man übel stark und muskulös aus. Was eigentlich gar nicht ist. Jetzt bin ich einfach eine 10 von 10. Dieses Shirt behalte ich an. Aber naja, ich kann hier in seinem Koffer noch mehr sehen. Und wow, das hier sind Pommes? Boah, ja, hier auf der Rückseite steht auch was drauf. Nämlich, ich liebe Pommes. Also ich mag Pommes auch, Freunde. Und deswegen holen wir die direkt mal aus ihrer Verpackung raus. Hier ist auf jeden Fall auch noch Ketchup und Mayo dabei. Lasst uns direkt mal eine Pommes mit ein bisschen Ketchup probieren. Ich reiß das Päckchen direkt mal auf und mache ein bisschen Ketchup hier drauf. Aber wow. Schaut mal, der ist einfach durchsichtig, Freunde. Wie komisch, probieren wir sie trotzdem mal. Diese Pommes ist super sauer. Aber irgendwie auch lecker. Ich glaube, das sind Gummibärchen-Pommes, Freunde. Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dieser Ketchup ist irgendeine saure Zuckersoße. Ist ja viel zu cool. Aber naja, in Rory Redcades Koffer ist jetzt nichts mehr drin. Und deswegen schauen wir jetzt direkt in den nächsten Poppy Playtime Koffer rein. Und ich würde sagen, jetzt öffnen wir den Koffer von Kissy Missy. Da müssten jetzt ja die Sachen von Huggy Wuggy drin sein. Die haben ihre Koffer ja vertauscht. Naja, ich öffne den hier direkt mal. Oh ja, hier sind wirklich die Sachen von Huggy Wuggy drin. Und die erste Sache, die ich hier drin sehe, ist super eklig. Das ist nämlich Huggy Wuggys Finger. Igitt, warum ist der denn in seinem Koffer drin? Vielleicht hat er sich den aus Versehen beim Koffer zu machen eingeklemmt und dann ist er abgerissen. Aber naja, ich kann hier noch mehr in seinem Koffer sehen und das hier ist eine Puppe von ihm. Wie lustig, die sieht genauso aus wie er. Aber naja, stellen wir die auch mal hier drüben zur Seite und schauen, was wir drin noch so finden können. Und boah, ich glaube, die nächste Sache ist wertvoll. Das hier ist sein Tresor. Darin bewahrt er bestimmt all seine wertvollen Dinge auf. Boah, ja, darin muss irgendwas Krasses sein. Das Ding ist, wir kennen den Code nicht, um den Tresor zu öffnen. Nein. Oh Mann, dann können wir da gar nicht reinschauen. Das Ding ist, wartet mal doch. Schaut mal hier auf der Rückseite vom Tresor. Steht der Code drauf. 3654. Ich gebe ihn direkt mal ein, so. Das Ding ist, oh, der Tresor geht immer noch nicht auf. Aber ich glaube, ich weiß warum. Wir brauchen nämlich noch seinen Fingerabdruck. Und den haben wir nicht, Freunde. Stimmt, hier hinten steht's auch drauf. Das Ding ist, wartet mal, nein. Wir haben doch seinen Finger. Den hat er sich doch beim Koffer zumachen eingeklemmt. Legen wir den direkt mal auf den Fingerabdruckscanner. Let's go. Oh ja! Der Tresor ist gerade wirklich aufgesprungen. Und hier drin sind ganz viele Diamanten. Und irgendein kleines Fläschchen drin. Und boah, hier steht drauf, dass da Punkt Exe-Trank drin ist. Boah, wie krass, wenn man diesen Trank über Personen oder Gegenstände schüttet, dann werden die super böse. Lass uns den direkt mal ausprobieren. Und zwar an der Huggy Wuggy Puppe. Ich öffne den Trank direkt mal. Let's go, wir müssen vorsichtig sein, dass wir ihn nicht berühren. Und ich schütte ihn über die Puppe drüber. So. Alles drauf. Und jetzt sollte sich die Puppe gleich verwandeln. Wow, ja. Sie wird gruselig. Und schaut mal, wie er jetzt aussieht. Ich glaube, er hat sich fertig verwandelt. Und jetzt ist er noch ein viel gruseligeres Monster geworden. Er hat übel die spitzen Krallen und voll viele Augen. Ich habe nicht gedacht, dass man Huggy Wuggy noch gruseliger machen kann. Naja, ich sehe noch mehr in Kissy Missys Koffer. Und die nächste Sache ist nicht so gruselig. Das sieht nämlich aus wie irgend so ein Spielzeug. Hier vorne sieht man auf jeden Fall das Gesicht von Huggy Wuggy. Und wenn man diesen Hebel hier nach unten drückt, dann bläst sich der Ballon über diesem Auto hier auf. Und mit dem mal ganz voll so. Ich mach's immer voll laut. Wow. Das Auto ist gerade einfach losgefahren. Und jetzt da drüben wieder zum Stehen gekommen. Dieses Spielzeug war ja viel zu cool. Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr auch so eins haben wollt. Na, schauen wir direkt mal, was Huggy Wuggy noch so in Kissy Missys Koffer gepackt hat. Und die nächste Sache braucht jeder, wenn er verreist. Denn das hier ist eine Zahnbürste. Das Ding ist, weil Huggy Wuggy und Kissy Missy riesig sind, ist ihre Zahnbürste auch richtig riesig. Wie krass, dass sie damit einfach ihre Zähne
putzen. Die ist größer als mein gesamter Kopf. Oh, ich sehe hier in der Zahnbürstenverpackung noch was. Und das ist ein Zahn? Boah, hat den Huggy Wuggy etwa beim Zähneputzen verloren? Das kann sein und der ist auch riesig. Ich habe noch nie so einen großen Zahn gesehen. Oh, hört ihr das? Hier aus dem Koffer kommt irgend so ein Rauschen. Boah, das kommt von diesem Walkie-Talkie hier. Und da ist Huggy Wuggy drauf. Können wir ihn damit vielleicht anfunken? Probieren wir das direkt mal. Hallo Huggy Wuggy, bist du da? Oh nein, hier kommt irgendwie nur so ein Rauschen raus. Na, probieren wir es mal nochmal. Huggy Wuggy, ich hab dir deinen Reisekoffer geklaut. Jetzt musst du ohne Klamotten in den Urlaub fahren. Das hast du dich nicht wirklich getraut, oder? Gib mir meinen Koffer sofort wieder zurück. Nein, das kannst du vergessen. Jetzt gehört er mir. Oh, dann komme ich jetzt eben zu dir nach Hause und hol ihn mir selber. Huggy Wuggy will sich seinen Koffer zurückholen. Ist ja viel zu gruselig. Naja, hier sind eh keine Sachen mehr drin. Und deswegen öffnen wir jetzt direkt den nächsten Koffer. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir den. Von Poppy. Auf den freue ich mich schon die ganze Zeit. Ich lege ihn direkt mal hier auf den Tisch. Und wir schauen, was hier so drin ist. Und wow, hier sind super die krassen Sachen drin. Ich fange mal an mit einer kleinen. Und das ist Poppys Schnuller? Ja, sieht ganz so aus. Stimmt, Poppy ist ja noch ein Baby. Und deswegen trägt sie noch einen Schnuller. Und wow, der kann auch super krass leuchten. Lass uns den direkt mal probieren. So, ich habe den Deckel abgemacht. Und nehme ihn in den Mund. Ich bin ein Baby. Deswegen ist boah, dieser Lolli war übel scharf. Hey, Lolli schmecken doch normalerweise nach nichts. Oh, ich habe noch nie sowas Scharfes in meinem Leben gegessen. Wie hält Poppy das denn aus? Ja, legen wir den mal zur Seite. Und schauen, was hier noch so in dem Koffer drin ist. Und wow, ich habe hier noch was Großes und Schweres. Und das ist eine Transportbox für ein Tier. Und boah, das hört sich super bedrohlich an. Hat Poppy etwa ein Monster als Haustier? Und ja, schaut mal, hier steht drauf, dass es böse ist. Und boah, hier hinten sind auch übel die Kratzspuren drauf. Lass uns direkt mal rausfinden, was für ein Haustier das ist. Und die Box ganz vorsichtig öffnen. Ich mach sie auf. Und greif rein, um das Tier rauszuholen. Das hier ist einfach nur ein brauner Haufen. Ja, aber wow, der kann sich einfach bewegen. Und riecht jetzt hier über den Tisch. Der stinkt auch super doll, aber ich habe noch nie so ein komisches Haustier gesehen. Packen wir es mal wieder zurück in die Box. So, hier drin ist es wieder sicher eingesperrt. Und schauen direkt, was hier noch so in Poppys Koffer drin ist. Und, ich habe hier was super ekliges. Und das ist Poppy. Das Auge. Und das hat sie in ihrem Koffer eingepackt. Was hat sie damit denn vor? Man kann es auf jeden Fall übel langziehen. Und zusammenquetschen. Ich werf's mal hier an die Wand. Let's go. Und da klebt es jetzt einfach. Ist ja super eklig. Naja, lass mir Poppys Auge da oben mal hängen. Und schauen, was hier noch so in ihrem Koffer drin ist. Und wow, die nächste Sache besteht aus ganz vielen Teilen. Und das sind irgendwelche Schienen. Boah, hier sind ganz schön viele davon drin. Und ich habe hier auch noch einen Zug. Ist es vielleicht Poppys Spielzeug? Das kann sein. Versuchen wir direkt mal, die Schienen zusammenzubauen und dann den Zug darauf fahren zu lassen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. So, Freunde, ich hab's geschafft. Und alle Teile sind zusammengebaut. Und diese Zugstrecke sieht auf jeden Fall wild aus. Setzen wir da direkt mal den Zug drauf. Let's go. Und wow, er fängt auch schon an, hier rumzufahren. Und er fährt einfach auch diese Schienen hier oben. Er fährt einfach an Wänden. Wie krass ist das denn? Das ist ein super cooles Spielzeug, das Poppy da hat. Naja, das war auch die letzte Sache, die in ihrem Koffer drin war. Und deswegen machen wir jetzt direkt den nächsten auf. Wir haben noch den von Lily Lovebrace, den von Giblet und den Koffer von Prototypen. Haben wir für den schon genügend Likes? Meine Loser, ich fehlen immer noch 5 Likes, das schafft er niemals. Hey, wir sind keine Loser. Naja, wenn du noch keinen Daumen nach oben gegeben hast, mach es jetzt, damit wir auch noch in seinen Koffer reinschauen können. Naja, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt weiter mit dem Koffer von Lily Lovebrace. Boah, der ist super schwer. Ich packe ihn hier auf den Tisch und klapp ihn auf. Und wow, hier sind die coolsten Sachen bisher drin. Ich hol mal die erste raus und das ist eine Lily Lovebrace Badebombe. Ist ja viel zu krass. Das ist aber keine normale Badebombe. Sondern hier steht drauf, dass in der irgendeine Überraschung ist. Wie krass. Und boah, ich sehe gerade, dass Lily Lovebrace auch noch eine volle Badewanne in ihren Koffer gepackt hat. Dann probieren wir diese Badebombe direkt mal aus. Ich hole sie aus ihrer Verpackung raus. So. Hier ist sie. Und werf sie jetzt in diese Badewanne rein. Ich bin so gespannt, was für eine Überraschung hier drin ist. Naja, ich werf sie rein in 3, 2, 1. Und let's go. Die Badebombe ist drin. Und wow, schaut mal, die läuft auch gerade komplett über. Es entsteht super viel pinker Schaum. Der ist genauso pink wie Lily Lovebrace Haare. Aber naja, ich schau mal, ob ich die Überraschung hier irgendwo finden kann. Und wow, ja, ich glaube, ich hab sie. Und das ist eine Figur von einem gelben Huggy Wuggy. Wow, das war die coolste Badebombe, die ich jemals benutzt habe. Aber ja, schauen wir direkt mal, was hier noch so in Lily Lovebrace Koffer drin ist. Und wow, das hier ist eine Lily Lovebrace. Und hier unten ist irgend so eine Schnur dran, die wir ziehen können. Und wenn wir das machen, dann dreht sich diese Lily Lovebrace da oben. Lass uns mal ganz schnell an dieser Schnur hier unten ziehen. Let's go. Und wow, Lily Lovebrace ist gerade einfach abgehoben und durch den Raum geflogen. Ist ja viel zu krass. Naja, in ihrem Koffer sind noch mehr Sachen drin. Und wow, die nächste Sache ist super lecker. Denn das hier sind Chips. Boah, ich liebe Chips, Freunde. Lass uns direkt mal ein paar davon hier aus der Verpackung holen. Wow, was ist da denn gerade passiert? Ja, aus der Chips-Verpackung kam gerade einfach nur diese riesige Schlange hier raus. Das bedeutet, es war ein Prank-Chip. Lily Lovebrace hat uns einfach voll damit geprankt. Oh Mann, und ich habe mich schon auf Chips gefreut. Naja, schauen wir direkt mal, was sie noch so mit auf Reisen nehmen wollte. Und wow, das hier ist ihr Fotoapparat. Macht Sinn, im Urlaub macht man ja ganz viele Fotos. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt mal. Ich schalte ihn an. So, und ich würde sagen, jetzt machen wir direkt ein Foto vom Prototyp. So ist es gemacht. Das Ding ist... Oh, was passiert da? Schaut mal hier vorne aus der Kamera. Wer hat das Foto, das wir gerade gemacht haben, einfach raus? Wie krass, das bedeutet, die Kamera druckt die Bilder, die sie macht, immer direkt. Lass uns mal noch ein Selfie mit ihr machen. Let's go. So, jetzt bin ich gespannt, wie ich darauf aussehe.
aussieht. Und wow, das fährt auch schon aus dieser Kamera raus. Das Ding ist... Oh, was ist das? Hier auf dem Bild bin ich nicht alleine. Sondern neben mir ist einfach Lily Lovebrain. Was? War sie gerade wirklich hinter mir, Freunde? Wenn ihr sie irgendwo gesehen habt, schreibt's direkt in die Kommentare. Aber dieses Bild lügt ja nicht. Naja, tun wir ihre Kamera direkt mal wieder zur Seite. Ist ein bisschen gruselig und schau, was hier noch so in Lillys Koffer drin ist. Und wow, ich habe hier noch mal was zu essen. Und das ist in diesem Kochtopf hier. Und wow, hier steht auch drauf: ich habe etwas Leckeres für dich gekocht. Wow, krass, das ist bestimmt ihre Entschuldigung für die Prankchips gerade. Ich öffne den Topf direkt mal und wow, das Essen ist doch ziemlich heiß. Es raucht hier aus dem Topf sogar noch. Das Ding ist, was ist da denn drin? Ich habe hier irgend so ein Auge. Aber hier drin ist auch noch ein Gehirn. Aber das ist super klein und man kann zusammenquetschen. Und ansonsten ist einfach noch super viel Schleim hier drin. Ich glaube nicht, dass wir das essen wollen. So was essen bestimmt nur Monster. Naja, machen wir die Decke mal wieder zu. Und schauen, was hier noch so in Lily Lovebrains Koffer drin ist. Aber wow, ich kann hier drin nichts mehr sehen. Und jetzt haben wir nur noch den Koffer von Giblets und den vom Prototypen übrig. Aber ich würde sagen, den öffnen wir erst ganz am Ende. Bleib dran, um das nicht zu verpassen. Und jetzt schauen wir erstmal in den Koffer von Giblet rein. Ich bin so gespannt, was er eingepackt hat. Ich klappe den Koffer direkt mal auf. Und boah, hier sind super viele Sachen drin. Ich greife einfach mal blind rein. Und boah, ich hab hier irgendwas Wabbeliges. Das ist eine Schlange! Ich hab so eine Angst vor Schlangen, Freunde. Ich hab sie gerade nach da hinten geworfen. Und da kriecht sie jetzt einfach über den Boden. Oh nein, das ist gruselig. Aber naja, lassen wir sie weiter da hinten rumkriechen. Und holen die nächste Sache aus Giblets Mystery Box. Und da ist dieses Döschen mit Giblets Rotze. Und hier unten steht, dass man damit super saure Blasen machen kann. Probieren wir das direkt mal aus. Ich mach die Verpackung weg. Und die Folie. Ah, das hier ist schon super schleimig. Aber hier war auch noch ein Strohhalm dabei, mit dem wir jetzt in diese Rotze reinpusten können. Und dann sollten ja diese Blasen entstehen. Machen wir das direkt mal. Wow, ja, es funktioniert wirklich. Es sind gerade wirklich voll die Blasen entstanden. Probieren wir mal ein bisschen und wir werden Rotze. Schleimig. Aber wow, die ist super lecker. Aber auch ein bisschen sauer. Ich glaube, das ist eine Süßigkeit, Freunde. Ist ja viel zu cool, aber auch ein bisschen eklig. Naja, schauen wir direkt mal, was noch so in Giblets Koffer drin ist. Und wow, das hier ist eine Poppy Playtime Mystery-Tüte. Hier drin ist eine von ganz vielen Poppy Playtime-Figuren, aber wir wissen nicht welche. Und ich würde sagen, das finden wir jetzt direkt zusammen raus. So, die Packung ist offen. Und wir haben einen roten Huggy-Wuggy gezogen. Ist ja viel zu krass, der ist legendär. Stellen wir den mal hier drüben zur Seite. Neben den Koffer vom Prototypen. Da schauen wir gleich auch noch rein. Und holen die nächste Sache aus Giblets Koffer. Boah, das hier ist Giblets? Ja, sieht ganz so aus. Aber hier hat er voll die spitzen Zähne. Und boah, in seinem Mund liegt ein Diamant. Boah, wie krass, lass uns den direkt mal rausholen. Hoffentlich schnappt Giblet nicht zu. Doch, er hat gerade seinen Mund zugemacht. Und hängt jetzt hier an meinem Finger. Wow. Das hat wehgetan. Das Ding ist, wir haben den Diamanten bekommen. Jetzt sind wir reich, Freunde. Ja. Aber naja, Giblets Koffer ist jetzt auch komplett leer. Und das bedeutet, wir haben jetzt nur noch den Koffer vom Prototypen übrig. Und wo ich sehe gerade auch, dass der Like-Alarm angegangen ist. Und das bedeutet, wir dürfen seinen Koffer auch öffnen. Das Ding ist, wow, was hat der denn da alles reingetan? Das ist der schwerste Koffer bisher. Aber naja, klappen wir ihn direkt mal auf. Und wow, hier kommt voll der Nebel raus, Freunde. Ich kann die Sachen hier drin gar nicht richtig sehen. Naja, ich greife trotzdem mal rein. Und das hier sind Handschellen? Wozu nimmt der Prototyp denn Handschellen mit in den Urlaub? Ich weiß es nicht damit. Kann aber auf jeden Fall andere Monster fesseln. Oh nein, jetzt habe ich meine Hände zusammengeschnürt. Und ich bekomme die Handschellen nicht mehr auf. Naja, machen wir so weiter. Und holen die nächste Sache aus seinem Koffer. Und wow, das hier ist ein Klemmbaustein-Set vom Prototyp. Ja, hier hinten sind voll viele Bausteine drin. Und die holen wir jetzt direkt mal aus dieser Tüte raus. Ich reiß sie auf und schüttel sie auf den Tisch. So. Und wow, hier ist auch die Anleitung. Und da drauf steht, wie wir den Prototyp aus diesen Bausteinen zusammenbauen können. Machen wir das direkt mal so. Dieses Teil muss hier drauf. Das hier kommt hier oben hin. So, jetzt noch dieses Teil hier oben drauf. Und fertig ist unser Prototyp aus Klemmbaustein. Der sieht krass aus. Und ich habe den einfach in Handschellen gebaut. Na, stellen wir ihn mal zur Seite und holen die nächste Sache aus dem Koffer vom Prototyp. Und wow, das hier ist eine Puppe von Chum Chum Kids. Wow, ja, und bei der kann man sogar hier auch ihren Bauch aufklappen. Und darunter sind seine spitzen Zähne. Pass auf, der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Wie der Prototyp kommt. Oh nein, Freunde, ihr habt doch Chum Chum Kids gerade auch reden gehört, oder? Ja, das sind wirklich voll die lauten Schritte. Freunde, abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und gebt einen fetten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und boah, ich glaube, da hinten kommt der Prototyp. Ja.